Heute möchte ich mal der neuen CAM 500 von Sculpfun auf den Zahn fühlen. Da es nach meinem ersten Video zum Thema Kamera schon so viele Fragen gegeben hat, werde ich versuchen, darauf einzugehen und euch am Ende zeigen, was sie kann. Hallo liebe Leserfreunde. Sculpfun hat eine CAM mit variabler Konstruktion zur Anbringung am Rahmen eines Lasers auf den Markt gebracht. Durch die Anbringung zweier Profilstangen ist eine Befestigung an einem Gehäuse nicht mehr nötig. Im Lieferumfang sind 2 Systeme zur Befestigung. So können sie auch an vielen anderen Lasern genutzt werden. Zur Größe schreibt Sculpfun, sie seien perfekt für alle Modelle der Sculpfun Lasergravurmaschinen. Bei Nutzung einer Verlängerung ist sie eher nicht geeignet. Die 5-Megapixel-Kamera hat ein 120 Grad Weitwinkelobjektiv mit einer Arbeitsfläche von 400 x 400 mm. Eine exakte, wirklich sehr gute Aufbauanleitung hat Sculpfun schon selbst in einem Video für euch gedreht. Wer kein Englisch spricht, es gibt einen deutschen Untertitel. Der Aufbau 2 Profile, zusammengesteckt und am Rahmen befestigt. Wichtig sind mehr die Einstellung Höhe und Position, sowie die Kalibrierung der Kamera in Lightburn. Als Testlaser habe ich hier den S10 stehen. Um den Laser mit der Kamera zu bedienen, wird das Koordinatensystem verwendet. Dafür ist es notwendig, dass der Laser Endschalter besitzt. Diese sind wichtig, damit der Laser immer wieder auf seine X- und Y-Koordinate 00 fährt, um von dort aus die Position zu berechnen. Der S10 hat eine Bruttoarbeitsfläche von 400 x 400 mm. Das Nettomaß abzüglich Anteil Lasermodul ist 390 x 385 mm. Diese Werte sollte man kennen und in Lightburn eingetragen haben. Die Kamera wird per USB angeschlossen. Um sie mittig auszurichten, wird eine Kameravorschau benötigt. In Windows zum Beispiel direkt mit dem Tool Kamera. Wenn alles korrekt angeschlossen ist, zeigt die Vorschau rechts ein Bild von oben auf den Laser. Um nun die Mitte zu finden, kann man in diesem Tool unter Kameraeinstellung ein Fadenkreuz einstellen. Der Laser steht in seiner Ausgangsposition. In Lightburn habe ich mit 2 Linien eine kleine Kreuzmarkierung gezeichnet und beide Linien mittig miteinander ausgerichtet. Und mit einer Ausrichtung vom Mittelpunkt über das Menü Anordnen die ausgewählten Objekte in das Seitencenter verschoben. Auch der Laserkopf wird über das Menü Anordnen oder mit direkter Auswahl zum Auswahlzentrum verschoben. Von aktueller Position starte ich die Markierung auf einem alten Testbrett. Die Kamera wird jetzt so weit verschoben, dass Fadenkreuz des Kameratools und Markierung auf dem Brett deckungsgleich sind. Die empfohlene Höhe zwischen Brett und Kamera sollten ungefähr 325 mm sein. Menü Laser Tools, Kameralinse kalibrieren. Die Sculpfun CAM 500 wurde erkannt und es handelt sich um ein Standardobjektiv. In den nächsten Schritten wird mithilfe verschiedener Positionen auf der Arbeitsfläche die Ausrichtung der Linse kalibriert. Da Lightburn dieses Muster kennt, kann es anhand der Punkte die durch die Kamera entstandenen Verzerrungen berechnen und entzerren. Lightburn speichert diese Berechnung. Daher ist es sehr wichtig, dass die Kamera ihren festen Platz behält. Verändert man ihre Position, muss die Kalibrierung erneut gemacht werden. Ebenso wie beim festen Platz spielt auch die Materialhöhe eine große Rolle. Bei meiner Kalibrierung bezieht sie sich auf die Oberfläche des Kreismusterpapiers. Sobald Materialien
Mit mehr Stärke, als das Papier eingelegt werden, ändert sich die Distanz zwischen Oberfläche und Kamera. Das Objekt erscheint der Kamera größer und damit wäre die Vorlage fehlerhaft. Dieser Fehler erhöht sich Richtung Rand. Bedeutet, schiebt man sein Material in Richtung Mitte, verbessert es sich. Jedoch bei mehr als 5 bis 6 mm sollte man auf die neue Höhe kalibrieren. Perfekt wäre ein absenkbares Honeycomb. Was fällt mir auf zum Kalibrieren? Manchmal kommt es vor, dass Lightburn eine Position partout nicht nehmen will. Ich rate zu einer guten Ausleuchtung. Am besten von oben mit wenig Schatten auf dem Papier. Auch das Honeycomb kann zu unruhig sein. Dann hilft eine Unterlage. Aber unbedingt auf die Höhe achten. Und eine Rahmfahrt mit einem Rechteck in Größe des Honeycombs kann helfen, es gerade auszurichten. Rechts oben die letzte Position. Die Linsenkalibrierung ist fertig. Als nächstes wird die Kamera eingerichtet. Diesen Punkt kann man später auch aus dem Menü aufrufen. Die zu kalibrierende Kamera auswählen. Im Kameraeinrichtungsassistenten wird eine Gravur für Kontrollmarken vorbereitet. Die beigelegten Holzplättchen werden in die Ecken des Honeycombs eingelegt. Mit der Rahmfahrt wird die Markierung eingefügt und der benötigte Platz geprüft. Ähnlich wie beim Ebenenmanager können hier Geschwindigkeit und Leistung eingestellt werden. Bei Bedarf auch R-Assist und die eingelegte Materialstärke. Eine Rahmfahrt und der Auftrag gestartet werden. Nachdem die 4 Positionsmarken graviert worden sind, wird im nächsten Fenster ihr Zentrum gekennzeichnet. Wenn die X-Achse optisch ungünstig platziert ist, kann man ihre Position mit den Pfeiltasten im oberen Bereich verändern. Manuell darf man hier nicht mehr eingreifen. Zuerst wird dafür ein aktuelles Bild aufgenommen. Der Hinweis sagt uns, dass das Bild alle Ecken deutlich zeigen soll. Und tut es. Der nummerierten Reihenfolge nach werden die Mitten der Markierung nacheinander mit einem Doppelklick gekennzeichnet. Zur Berechnung bildet Lightburn aus den 4 Ecken ein Rechteck. Vergrößert man sich die Punkte noch einmal, kann man anhand des Rechtecks gut erkennen, ob es die Punkte sauber umschließt. Damit ist das Kalibrieren abgeschlossen. Über das Menüfenster kann man sich jetzt die Kamerasteuerung hinzuschalten. Als Kamera die Sculptron Cam 500 auswählen. Über den Punkt Overlay aktualisieren wird jeweils ein aktuelles Foto erstellt und auf die Arbeitsfläche übertragen. Es gibt verschiedene Einstellungen zur Belichtung. Anzeigen oder nicht, einen Versatz einzustellen oder ein Objekt auf der Arbeitsfläche zu verfolgen. Die Funktion versteht sich wie die Funktion Bild verfolgen, nur dass hier kein geladenes Bild, sondern das Objekt auf der Arbeitsfläche erkannt wird. So kann man zum Beispiel ein Bild ausschneiden. Was Lightburn so schön vorgemacht hat, werde ich jetzt hier noch einmal testen. Ein Rechteck um die Kontrollpunkte. Da ich unter dem Honeycomb ein Schutzblech habe, überfahre ich die Freiräume einfach mal. Das Ergebnis deckt sich sehr gut mit dem, was ich sehe. Ich habe es mir nicht einfach gemacht und vor allem möchte ich es der Kamera nicht einfach machen und habe ein Puzzle erstellt. Nein, keine Sorge, keine Anleitung, wie erstelle ich ein Puzzle.
Ich möchte die Teile erst im Nachhinein gravieren. Ich habe ein Brett eingelegt und nur die Schnittkanten darauf positioniert. Die fertigen Einzelteile dann wild positioniert. Das Overlay aktualisiert. Das von mir vorgefertigte Puzzle, und damit ich weiß, wie die Formen liegen müssen, habe ich das Puzzle in Einzelteile zerlegt. So kann ich sie so gut wie möglich darauf positionieren. Hier und da habe ich kleine Abweichungen. Mal schauen, was das Ergebnis sagt. Eigentlich wollte ich, dass mein Handmodel euch das zusammenbastelt. Aber ich glaube, das wird wohl nichts. Ich würde sagen, es ist ein wirklich sehr gutes Ergebnis. Um ein paar der Teile gibt es einen kleinen Rand. Das deckt sich, wie gesagt, mit meinen Abweichungen. An den Stellen wirkt das Puzzleteil etwas vergrößert. Ich spreche hier aber von einem Versatz von vielleicht 0,1 mm. Kommen wir zu meinem Fazit. Zunächst einmal wieder ein dickes Dragoncut-Danke an Sculptfun. Ich mag die Kamera. Es ist wie auch damals schon ein tolles Gadget. Die Profilstangen und die einfache Befestigung sparen einem langes Rumexperimentieren, um es sinnvoll an einem Gehäuse anzubringen. Der Halter, angebracht an meinem S10 ohne weitere Beinerhöhung, hat eine Höhe von 480 mm. Also ein Innenraum sollte dort mindestens 500 mm haben. Mit einem verkürzten Profil hätte man vielleicht noch so um die 80 mm über der Kamera einsparen können. Die 5-Megapixel-Kamera ist ausreichend. Da die Positionierung mit einer Kamera nicht zwingend ist und man auch ohne gut arbeiten kann, denke ich, darf sie noch etwas im Preis runtergehen. Mir gefällt sie sehr gut, denn sie erleichtert die Arbeit. Und außerdem fallen mir schon wieder eine Menge Sachen ein, die ich damit machen kann. Ich hoffe, ich konnte ein paar Fragen beantworten und es hat euch gefallen. Ich freue mich auf euch. Bis bald, dicke Dragonküsschen.